Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe euch heute Düfte mit dabei, die euch auf jeden Fall in Karibik-Feeling versetzen werden, falls ihr dieses Jahr in die Karibik in den Urlaub geht oder auch wenn ihr es nicht schafft, um euch einfach in dieses Feeling zu bringen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Ich habe tatsächlich fast schon so eine Art Marken-Special heute mit dabei, denn ich habe mich mal auf die Suche gemacht, welche karibischen Düfte ich denn tragen würde, und ich muss sagen, ich würde wahnsinnig viele von der Marke Simone Andrioli tragen. Die Marke hat einfach wunderschöne Düfte, die euch auf jeden Fall in ein wunderschönes Karibik-Feeling versetzen werden. Und ich würde sagen, wir starten schon mit dem ersten Duft, und zwar ist das der Sunplosion von Simone Andrioli. Sunplosion passt einfach perfekt zu diesem Duft, denn man riecht an diesem Duft. Und zumindest bei mir wird dadurch ein richtig helles, wohliges, sonniges, tolles Gefühl ausgelöst, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein durch und durch positiver Duft, wo ich nur positive Assoziationen damit habe. Der Duft ist auf jeden Fall, was die Silage angeht, schon recht intensiv. Eher ein Frauenduft, tendenziell würde ich jetzt mal sagen. Ein Duft, der wirklich richtig schön süß, fruchtig schon startet. Denn wir haben hier schon im ersten Riechen eine wunderschöne Mango mit drin. Der Duft erinnert mich so ein bisschen an eine vollmundige Mango-Butter, wie schon fast so eine ganz tolle Bodylotion, eine sehr hochwertige. Denn die Mango ist für mich schon auch im Vordergrund. Der Duft wird aber trotzdem nicht zu schwer. Wir haben hier eine Limette drin, die das Ganze so ein bisschen auflockert und eben so eine zitrische Frische mit reingibt. Das Ganze wird eben auch durch eine Guave unterstützt, die sowas fruchtig, spritziges nochmal mit reingibt. Für mich wirklich ein wundervoller Duft, auch für warme Tage. Die Silage ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, Haltbarkeit auch. Also der Duft versetzt mich auf jeden Fall absolut in Sommer- und Karibik-Vibes, eben auch durch die Mango und die Guave, die drin sind. Also wirklich ein wundervoller Duft. Ich mag Mango sowieso total gerne und deswegen, der Duft ist einfach richtig, richtig schön und schön fruchtig süß. Auch der nächste Duft, der versetzt sich auf jeden Fall in karibischen Flair. Ein Duft, wenn ich an diesen rieche, dann fühle ich mich, als würde ich in einer Hängematte liegen, habe meinen Pina Colada mit dabei, schön cremig, schön alkoholisch, am Rand leicht Zucker, schöne frische Ananasscheibe mit drauf. Ja, das beschreibt den Leisure in Paradise von Simone Andrioli ganz gut. Das ist wirklich so Karibik-Feeling pur. Ein wunderschöner Duft, der sehr schön fruchtig schon startet. Wir haben ja Ananas, wir haben Papaya, schöne fruchtige Süße. Und was im Verlauf passiert ist, dass wir eine wunderschöne Kokosnote mit reinbekommen. Tatsächlich cremig, also wir haben eine schöne Kokosmilch mit drin. Und was auf jeden Fall auch rauszuriechen ist, was den Duft noch mal ein bisschen süßer macht, aber auch ein bisschen vollmundiger und runder, ist eine wunderschöne Vanille. Also ich finde, die untermauert den Duft wirklich, wirklich richtig schön. Und wirklich ein wundervoller Unisex-Duft, wenn du als Mann auch auf etwas fruchtig süße Düfte stehst, denn die Ananas und die Papaya tun hier schon ihren Teil noch mal mit rein. Aber der ist wirklich schön, tolle Silage, tolle Haltbarkeit, ein wundervoller Sommerduft, der einfach wirklich diese Sommer-Vibes und karibischen Vibes nochmal mit rüberbringt. Also für mich ein absoluter Sommer-Allrounder. Was vielleicht nochmal dafür spricht, dass es auch ein Duft ist, der für Männer geeignet ist, ist, dass wir wirklich eine schöne, holzige Unternote nochmal mit reinbekommen. Das schwächt natürlich dieses Süß-Fruchtige so ein bisschen ab, hält das alles so ein bisschen im Zaum und ich finde, dadurch wird er einfach super unisex zu tragen. Wirklich ein toller Duft, schön komponiert. Ich werde hier schon richtig in Karibik-Stimmung versetzt. Fällt mir jetzt schwer, danach wieder in meinen normalen Alltag zu starten und nicht am Strand mein Pina Colada zu trinken. Auch der nächste Duft hat schöne exotische Früchte mit drin, und zwar ist das der Don't Ask Me Permission von Simone Andrioli. Auch ein sehr, sehr schöner Duft, wo tatsächlich der Pfirsich einen schönen Auftritt hat. Finde ich ja auch immer ganz schön. Und eine schöne Passionsfrucht. Der Duft startet schön mit einer schönen Orange. Wir haben hier aber auch eine Limette mit drin, das heißt, auch hier haben wir einen fruchtigen, frischen Start. Der Duft ist aber von Beginn an auf jeden Fall intensiv. Also der wird auch schnell süß, ist auch ein intensiver Duft, bleibt in der Silage intensiv, hat eine tolle Haltbarkeit und
Wenn eben Orange, Limette zusammengekommen sind, haben wir diese Spritzigkeit aus einer wundervollen Passionsfrucht. Und das ist auch das, was den Duft für mich so ein bisschen exotisch macht, so ein bisschen karibisch. Und ja, in der Kombination ist auch das wirklich ein wunderschöner Duft, muss ich einfach nur sagen. Also ich weiß nicht, Simone Andrioli hat mit diesen Düften es wirklich geschafft, die so schön aufeinander abzustimmen. Ich könnte mich nicht mal entscheiden, welchen von denen ich am liebsten habe, aber vielleicht weiß ich das ja am Ende vom Video. Der Duft ist am Anfang schon heftig, fruchtig, süß. Also das ist schon, den spürt man auf jeden Fall, den riecht man auch von Weitem. Der Duft wird aber schön ergänzt durch leichte blumige Noten, wodurch das Fruchtige aber auf keinen Fall abgelöst wird. Also das ist für mich jetzt kein blumiger Duft. Die geben aber einfach eine schöne blumige Note nochmal mit rein und der Duft wird im Verlauf einfach ein bisschen sanfter. Er wird sanfter durch einen schönen weißen Moschus und schönes Sandelholz. Dadurch ist der Duft nicht ganz so quietschig. Also am Anfang ist der schon in your face. Für mich tendenziell aber trotzdem ein eher femininerer Duft. Ja, also ich glaube eher, dass er für Frauen geeignet ist, aber auch wunderschön im Sommer zu tragen. Wir gehen aber sowas von in die Karibik und zwar mit dem Malibu Party in the Bay. Und ja, an Party erinnert mich der Duft auf jeden Fall. Zumindest muss ich irgendwie dran denken, wie ich am Strand meinen Kaipi schlürfe. Denn das ist das, was mir in den Kopf kommt. Eine schöne Hängematte mit einem Cocktail, mit einer schönen Kokosnuss, mit frischem Kokoswasser drin. Der Duft ist wirklich, wirklich schön. Und vorweg ein schöner Unisex-Duft tatsächlich. Der startet wahnsinnig zitrisch-limettig. Also zitrisch mit einer wirklichen herben Note mit drin. Und man würde jetzt im ersten Riechen denken, ja, wieder mal so ein Limettenduft. Nope. Also der Duft entwickelt sich richtig schön. Denn was im Verlauf relativ schnell mit rauskommt, ist eine wunderschöne Kokosnote. Und das ist aber Kokoswasser. Das heißt, wir haben hier keine cremige Kokos, wie wir es davor gerochen haben, sondern wir haben hier wirklich schönes, erfrischendes, leichtes Kokoswasser. In Kombination mit Zucker macht den Duft natürlich schon limettig süß, deswegen muss ich auch sofort an den Cocktail denken. Und wir haben aber auch eine schöne alkoholische Note durch den Rum. Wirklich ein toller Duft. Silage toll, Haltbarkeit toll. Und obwohl er eben so an einen Cocktail erinnert, ist er super erfrischend, super zu tragen von Männern als auch von Frauen. Und ja, das ist ein Duft, den würde ich auf jeden Fall definitiv zu einer Cocktailparty am Strand in der Karibik tragen. Ich finde, da passt er einfach perfekt hin. Der Duft ist natürlich schon süß, aber dadurch, dass wir eben diese leicht alkoholische Note mit drin haben, eine leichte holzige Note nochmal mit reinbekommen, kann der super von einem Mann getragen werden. Ich kann mir da auch gut vorstellen, irgendwie am Strand zu sitzen, man hat seinen Cocktail, es ist total heiß, im Hintergrund Stimmengewirr, man riecht so leichte Zigarrenräuche irgendwie um sich herum, weil jemand Zigarre raucht in der Umgebung. Das ist so der Vibe, was dieser Duft für mich ausstrahlt. Oder eben abends bei einer Cocktailparty am Strand. Also richtig, richtig cooler Duft tatsächlich. Wir kommen zu einem Duft, der vielleicht nicht in die Reihe der klassischen karibischen Düfte mit reinpasst, aber das ist einfach ein Duft, der hat so wunderschöne Früchte mit drin. Der hat so eine schöne Komposition, dass ich mir den auch gut vorstellen könnte an so einem heißen Sommertag. Und zwar ist das der Pacific Park von Simone Andrioli. Und was da auf jeden Fall der Star in der Manege ist, ist eine wunderschöne Birne. Das riecht man im ersten Riechen schon mal mit raus. Also eine tolle Birne in Kombination mit einer leicht süß-zitrischen Mandarine. Und was auch schnell rauskommt, ist eine schwarze Johannisbeere. Ich finde schwarze Johannisbeere in Düften immer wahnsinnig spannend. Die geben natürlich eine gewisse Süße mit rein, aber auch eine schöne Säure. Und das finde ich eine wundervolle Kombination. Wir haben also dieses fruchtig-süße am Anfang. Der Duft bleibt auch so intensiv, denn wir bekommen hier eine wunderschöne Karamellnote mit rein. Und ich rede nicht von einem Pfannenkaramell, was irgendwie eine gewisse Bitterkeit mit reingibt. Nein, ich finde, der Duft bleibt fluffig, süß, fruchtig, vollmundig. Ist ein Duft, der eher für Frauen geeignet ist, meiner Meinung nach, weil er eben so fruchtig süß ist. Und was auch schön ist, wir haben Maiglöckchen mit drin, die sind für mich aber jetzt nicht so präsent. Wir haben eine schöne Vanille mit drin, die gibt dem Duft nochmal diese Tiefe, rundet den Duft schön ab. Wirklich ein wunderschöner Duft für Frauen, eben auch für heiße Sommertage, obwohl er so intensiv ist. Der Duft ist von der Silage her am Anfang echt präsent. Das
wird so ein bisschen gediegener. Ich würde sagen, Silage ist so im Mittelfeld, Haltbarkeit ist schön. Ich muss sagen, alle Düfte von Simone Andrioli, die ich euch vorgestellt habe, finde ich einfach richtig schön komponiert. Es sind Düfte, die so an Urlaub, Karibik erinnern, aber trotzdem in unterschiedliche Richtungen gehen. Deswegen hoffe ich, dass auch für dich ein Duft mit dabei ist, der dich vielleicht auf deinem nächsten Urlaub begleiten darf. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du die Düfte findest, würde mich total interessieren. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, mach das am besten. Aktiviere die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin alles Gute. Tschüss.